Der Parteivorsitzende der Partei PiS, Jarosław Kaczyński, hat prognostiziert, dass Polen bis 2040 Deutschland wirtschaftlich einholen wird. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das hört sich vielleicht sogar schon ein bisschen vage an, wenn man hört, dass der Parteivorsitzende der aktuellen regierenden Partei prognostiziert, dass Polen bis 2040 Deutschland wirtschaftlich einholen werde. Wir werden jetzt in diesem heutigen Video mal darüber sprechen, vielleicht auch ein wenig philosophieren, was überhaupt dazu benötigt wird und was gemacht werden muss, dass überhaupt dieser Schritt zustande kommt. Wir werden uns ein paar Statistiken anschauen, auch eine, die ich selber zusammengestellt habe. Wir schauen ein bisschen in die Vergangenheit, ein bisschen in der Gegenwart und auch ein Stückchen in die Zukunft. Ich denke, wir fangen am besten mal damit an und schauen einfach mal, was damals der Herr Kaczyński gesagt hat. Und dazu nehme ich euch dann auch gleich mit bei mir auf mein Bildschirm. Alles, was ihr auch heute seht, also alles an Internetseiten, Quellen etc., findet ihr auch später auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das gerne bei Bedarf selber nochmal durchlesen. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen. Ich habe hier einmal zwei Quellen. Ich habe auch einmal eine polnische Quelle, die das besagt, aber wir gehen, denke ich mal, die deutsche Quelle durch. Aber beides packe ich euch, wie gerade gesagt, auch nochmal in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch gerne nochmal durchlesen. Aber hier sehen wir auch schon, Polen will Deutschland bis 2040 einholen. Also das ist ein ganz langer Bericht, wir werden jetzt hier nicht auf alles eingehen. Wir gehen jetzt hier einfach nur mal auf die Kernaussage ein, was hier der Kaczyński sagt. Und zwar, Kaczyński sagt voraus, Polen werde bis 2033 den EU-Durchschnitt beim Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, pro Kopf erreichen und 2040 Deutschland einholen. Klären wir an dieser Stelle erstmal, was das BIP bedeutet oder ausgesprochen Bruttoinlandsprodukt und BIP pro Kopf, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das BIP sagt aus den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, soweit diese nicht als Vorleistung für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Und das BIP pro Kopf ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass das halt durch die Einwohnerzahl geteilt wird. Um euch jetzt vielleicht auch mal so ein bildliches Beispiel zu nennen, denken wir uns jetzt einfach mal ein fiktives Land aus. Wir nennen das Land einfach mal Kleinland und Kleinland hat 100 Einwohner. Kleinland hat einen BIP von 100 Millionen. Das heißt, dass der Bruttoinlandsprodukt BIP pro Einwohner auf 1 Million liegt, weil wir haben 100 Einwohner. Die 100 Einwohner mal 1 Million ergibt gleich 100 Millionen. Wir erinnern uns an die Prognose vom Herrn Kaczyński, dass Polen bis 2033 den BIP pro Kopf der Europäischen Union erreichen werde. Schauen wir uns mal die aktuelle Situation an, wie es derzeit aussieht. Hier sehen wir eine Statistik vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus dem Jahr 2022. Hier sehen wir auch schon Luxemburg auf Platz 1 mit fast 120.000 Euro. Auf Platz 2 haben wir Norwegen mit 101.000 Euro. Und wenn wir mal ein bisschen weiter runter schauen, dann sehen wir hier auch schon Deutschland mit 46.150 Euro. Und hier die EU 27, das ist der Durchschnitt aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da haben wir einen Durchschnitt von 35.220 Euro. Da sehen wir, dass derzeit Deutschland bzw. aus dem Jahr 2022 Deutschland, ja, sage ich jetzt mal ganz grob geschossen, 35% über den EU-Durchschnitt liegt. Dann schauen wir jetzt mal weiter runter, wo Polen liegt. Hier haben wir Polen und Polen hat ein BIP pro Kopf von 17.310 Euro. Und wenn wir mal schauen, von den EU-Mitgliedstaaten ist das viertschwächste Land von unten
Die Grünen darf man nicht mitziehen, weil das keine EU-Mitgliedstaaten sind. Deswegen müssen wir von Bulgarien aus zählen und dann sehen wir, das ist das viertschwächste Land. Das heißt, wenn Polen bis 2033, das heißt in den nächsten 10 Jahren, den EU-Durchschnitt erreichen möchte, müssten die über 100% nochmal drauflegen, um auf die 35.000 Euro zu kommen. Aber auch unter der Prämisse, dass die anderen Länder, ja, sage ich jetzt mal, weniger tun. Ja, weil wenn die jetzt gar nichts mehr machen und Polen richtig Gas gibt, ja, dann könnte das bis 2033 klappen. Man muss aber auch immer bedenken, dass andere Länder natürlich auch arbeiten, ja, und auch ihren BIP erhöhen werden. Das heißt, von heute an gesehen, theoretisch müsste Polen über 100% machen, um an den Durchschnitt der Europäischen Union zu kommen. Analysieren wir die zweite Prognose vom Herrn Kaczynski, dass Polen bis 2040 Deutschland beim BIP pro Kopf einholen möchte, wenn die Wirtschaft von Polen so weiterläuft, wie es bisher der Fall ist. Dazu nehme ich euch mit bei mir auf meinem Bildschirm, denn ich habe da eine eigene Statistik aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, da wo wir sehen, wie es in der Vergangenheit aussah, wie es jetzt der Fall ist und wie es in Zukunft aussehen könnte. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Wir haben jetzt hier einen Vergleich beider Länder vom BIP und BIP pro Kopf von 1981 bis ja fast schon 2024. Selbstverständlich werden wir hier jetzt nicht auf alle Zahlen eingehen, weil das schon sehr viel ist. Wir gehen einfach nur mal hier auf die Kernaussage aus, was uns diese Statistik sagen möchte. Wer im Übrigen diese Statistik haben möchte, um vielleicht später nochmal genauer drauf zu schauen, kann sich gerne mit mir kontaktieren, dann kann ich Ihnen das gerne per E-Mail zusenden. Also, um das jetzt hier noch einmal ganz grob zu erklären, hier oben haben wir Deutschland, hier unten haben wir Polen, hier haben wir die Jahre, hier oben, das hier, die Jahre. Ja. Hier haben wir das BIP in Milliarden, das ist in Euro gerechnet. Ja. Hier haben wir das BIP auch in Milliarden, ebenfalls in Euro. Ich sage jetzt mal, die Zahlen, die stimmen vielleicht nicht zu 100%, aber zu 98%, weil man muss das ja auch immer so sehen. Damals gab es ja keinen Euro, ich musste das alles umrechnen. Bei den polnischen Zahlen habe ich auch nur eine Dollar-Auskunft gekriegt, wo ich das wiederum wieder in Euro umrechnen musste. Deswegen aber so grob könnte man sagen, so zu 98% stimmen die Zahlen zu. Hier haben wir dann das BIP pro Kopf. Und was eigentlich das Ausschlaggebende ist, hier haben wir den Unterschied zwischen Deutschland und Polen vom BIP und BIP pro Kopf. Auch nochmal den Unterschied zwischen Deutschland und Polen. Und wenn wir jetzt hier mal sehen, im Jahr 1981 betrug der Unterschied beim BIP über 1500% zwischen Polen und Deutschland. Und beim BIP pro Kopf sind wir hier fast bei 800%. Genau, hier sehen wir auch, dass das immer so ein bisschen am Schwanken ist. Es geht ein bisschen runter, dann geht es wieder ein bisschen hoch, hier auf über 1400% beim BIP. Und am Ende sind wir hier im Jahr 1991, da haben wir hier einen Unterschied von über 2000% beim BIP. Und beim BIP pro Kopf haben wir hier fast 850%. Und man muss aber auch sagen, umso näher wir in die Gegenwart schauen, wird das immer kleiner. Also auch gerade hier sieht man hier so im Jahr 92, 93, 94, es schrumpft immer mehr und immer mehr. Und hier haben wir dann auch einen ganz krassen Sprung von 94 auf 95, geht das hier fast 500% runter. Und wir nähern uns immer mehr, ja, an die 1000%. Ist immer noch viel. Man muss ja sagen, 1000% Unterschied zwischen beiden Ländern ist sehr viel. Hier auch beim BIP pro Kopf sehen wir genau das Gleiche eigentlich. Hier 1992 waren wir hier noch bei über 900% und im Jahr 2020, ja, schon fast die Hälfte weniger, sind wir hier bei knapp 470%. Dann hier haben wir auch ungefähr den Sprung 2004, dass Polen in die Europäische Union mit beigetreten ist. Man sieht auch hier, der Abstand, der wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Also sehen wir hier 2003 hatten wir noch einen Unterschied beim BIP von über 1000%.
Im Jahr 2013 waren es keine ganzen 500 mehr und beim BIP pro Kopf auch ist eine enorme Steigerung bei Polen passiert von 422% auf 179%. Eine sehr, sehr krasse Entwicklung eigentlich, wenn man das so sieht. Und wenn wir mal weiter schauen, man sieht, dass ja, tut sich jetzt nicht mehr viel, aber ein bisschen rührt sich da schon. Also wir sind derzeit im Jahr 2014 waren wir bei 492%, dann ist das wieder ein bisschen schwächer geworden, dann wieder ein bisschen stärker geworden. Derzeit sind wir beim BIP bei 492% und wenn wir beim BIP pro Kopf schauen, dann sehen wir hier auch, im Jahr 2014 waren es 178%, jetzt sind das 166%. Und wenn wir jetzt nur mal diese Zahlen hier vergleichen, also BIP und BIP pro Kopf im Jahr 2022 zum Unterschied zum Jahr hier 1981, dann ist das eine enorme Steigerung der Wirtschaft von Polen, zumindest auf den ersten Blick. Aber wo ich mir dann weiter mal intensiver die ganze Tabelle angeschaut habe, sind mir hier auch noch einige Sachen aufgefallen einfach. Wenn wir mal noch ein bisschen mehr zurück in die Vergangenheit schauen, ja, schauen wir mal hier auf 1981 bis 91. Wenn wir hier beim BIP und beim BIP pro Kopf uns Deutschland anschauen, dann sind die Zahlen, sage ich jetzt mal, oder die Steigung der Entwicklung, der positiven Entwicklung, sage ich mal, stabil. Ne? Also wir haben hier 4%, 4%, 5, 5 und das hält sich immer so, sage ich mal, langsam, aber sicher geht es hoch. Wenn wir uns Polen anschauen, dann haben wir hier auch eine Steigerung, dann haben wir 21%, 16, dann knallt es runter auf ja, ein bisschen mehr wie 0%, dann sind wir hier im Minusbereich, dann wieder Plusbereich, dann wieder Minus, dann wieder Plus und Minus, Minus und Plus und das ist für mich, für meinen Geschmack und mein Wissen, ist das so ein bisschen einfach unstabil. Es geht mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Und genau das Gleiche haben wir auch in der Inflationsrate. Zwischen 1981 und 1991 hatte Deutschland eine Inflation von ja, zwischen 6,3 und 3,7 und hier bei Polen, dann fängt es hier bei 1981 an mit 21%, dann haben wir auf einmal eine Steigerung auf über 101%, dann geht es wieder runter und irgendwann hatten wir hier auch 1990 auf einmal eine Inflation von über 500% und man sieht eigentlich ja auch, man sieht das ja hier, die roten Flächen, die wir hier haben, es ist eigentlich alles so ein wenig unstabil und wenn wir jetzt mal noch weiter schon von 92 auf 2002 haben wir hier genau das Gleiche. Dann geht es rasch nach oben, dann knallt es wieder runter, dann geht es wieder hoch. Also alles so ein bisschen unstabil einfach. Während es bei Deutschland langsam, aber sicher hochgeht. Man sieht die Prozentzahlen, die sind nicht so weit auseinander. Genau das Gleiche haben wir hier auch zwischen 2003 und 2013. Genau das gleiche Spiel, dass es hier eine gute, steile Entwicklung ist, aber auch immer rasch nach unten knallt. Und ich finde, das pendelt sich mehr oder weniger erstmal so, ja, kann man eigentlich schon sagen, 2017 ein. Dann sieht man hier, okay, hier haben wir dann auch nochmal von plus 12% geht das hier nochmal runter auf plus 2%, aber dann so einigermaßen, ja, wirklich einigermaßen hält sich das in Grenzen. Bei Deutschland ist das ja ganze Zeit stabil. Klar, hier 2020, wir wissen, was da passiert ist. Da waren einige Länder, die haben halt Minus gemacht. Polen war jetzt eins der Länder, die jetzt ja knapp im Plus waren. Und das ist mir eigentlich auch bei dieser ganzen Sache aufgefallen. Und natürlich sieht das dann auf den ersten Blick aus, wenn wir hier sehen, ja, am Anfang hatten wir hier, weiß nicht, einen BIP-Unterschied von über 850% und mittlerweile sind das 166%. Und das sieht dann so aus, ja, wenn Polen so weitermacht, holen die irgendwann Deutschland ein. Man muss aber auch immer so ein bisschen bedenken und vielleicht hat das der ein oder andere nicht so vor Augen, dass Polen noch vor über 30 Jahren im Kommunismus war und ja, sagen wir es einfach mal, wie es ist, als Polen aus dem Kommunismus rausgegangen ist. Polen, ja, kann man sagen, war ein armes Land. Und um das jetzt vielleicht mal bildlich ein bisschen zu erklären, es ist leicht aus 1 Euro 2 Euro zu machen, aus 2 Euro 4 Euro zu machen und aus 4 Euro 8 Euro zu machen, also immer seinen Wert zu verdoppeln. Aber irgendwann kommt einfach der Punkt, dann ist das einfach schwieriger aus 1 Milliarde, 2 Milliarden
zu machen, aus 2 Milliarden 4 Milliarden zu machen. Und ich denke, wir kommen jetzt hier so langsam an einen Punkt, dass das immer schwieriger wird. Weil halten wir uns auch mal vor Augen, dass dem BIP pro Kopf, den Deutschland 1981 schon hatte, also gute über 40 Jahre schon her. Das ist das, was Polen erstmal 2017, 2018 hatte. Also das muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen halten, dass obwohl Polen so eine enorme, krasse Steigerung hatte in den letzten 40 Jahren, sehen wir trotzdem in der Realität, dass wenn man jetzt alle europäischen Länder miteinander vergleicht oder die Länder der EU-Mitgliedstaaten, dass Polen immer noch auf den viertletzten Platz ist. Das sagt doch aus, dass andere Länder genauso eine starke Steigerung haben wie Polen. Hier noch ein weiterer Punkt, wo wir sehen werden, dass Polen es wirklich sehr, sehr, sehr schwer haben wird, in den nächsten 17 Jahren Deutschland wirtschaftlich einzuholen. Ich stelle euch einfach mal eine Frage. Kennt ihr ein polnisches Produkt oder ein polnisches Unternehmen, welches wirklich weltweit bekannt ist? Ich hingegen kenne auf Anhieb zahlreiche deutsche Unternehmen, die wirklich weltweit bekannt sind und sogar aus verschiedenen Branchen kommen. Da haben wir Volkswagen, Daimler, BMW, Siemens, Bosch, Bayer, Lufthansa. Ja. Also es sind wirklich zahlreiche Unternehmen, die wirklich weltweit bekannt sind. Ich zeige euch jetzt mal die stärksten oder die stärksten polnischen Unternehmen. So, hier haben wir jetzt die stärksten polnischen Unternehmen aus dem Jahr 2020. Das ist jetzt ja auch eine polnische Seite, aber ich denke, das sollte auf den ersten Blick eigentlich zu erkennen sein. Auf den ersten Blick PKN Orlen. Orlen, jeder, der schon mal in Polen war, wird mit Sicherheit an der Orlen-Tankstelle getankt haben. Also man muss schauen, das ist wirklich das stärkste Unternehmen in Polen. Außerhalb Polen wird man das mit Sicherheit noch nicht gehört haben. Jeronimo Martins, das ist Biedronka. Biedronka ist mittlerweile auch nicht mehr polnisch, steht hier vielleicht als polnisches Unternehmen. Der Besitzer ist aber ein Portugiese, wurde von einem Polen erfunden, aber verkauft. PGE, PGNiG, das sind beides Energiekonzerne, auch nur in Polen bekannt. Oder habt ihr außerhalb von Polen schon mal von diesen beiden Energiekonzernen gehört? Eurocash. Mittlerweile sollte das meines Wissens nach auch nicht mehr polnisch sein. Wo ist übrigens der gleiche Erfinder wie von Biedronka, wurde aber meines Wissens nach verkauft. Diese beiden Firmen kenne ich gar nicht. Lidl Polska. Lidl ist ein deutsches Unternehmen. Dann haben wir hier noch Volkswagen, Poznań, Volkswagen Gruppe. Das sind auch deutsche Unternehmen. Also wir sehen, dass das stärkste Unternehmen in Polen eine Tankstellenkette ist, die man außerhalb Polen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kennt. Fassen wir jetzt das Ganze noch einmal kurz zusammen. Damit die Prognose von Herrn Kaczynski aufgeht, wird sehr viel Arbeit benötigt. Ich persönlich sehe das nicht als unmöglich, aber die Chance, dass die Prognose wirklich aufgeht, sehe ich als sehr, 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 sehr gering. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, und vielleicht einige nicht wissen oder die es wissen, jetzt wahrscheinlich sehr sauer auf den Magen schlagen wird, wenn ich das jetzt sagen werde, aber dass die Wirtschaft von Polen auch so, sage ich mal, gut aufwärts geht in den letzten 20 Jahren, ist auch der Europäischen Union zu verdanken. Deutschland ist Nummer 1 Nettozahler, wenn es um die Gelder der Europäischen Union geht. Und Polen ist Nummer 1 Nettoempfänger, wenn es um die Gelder der Europäischen Union geht. Und es soll mich hier auch bitte wirklich keiner falsch verstehen. Ich wäre ja nicht dagegen, wenn Polen so einen erfolgreichen wirtschaftlichen Schritt machen würde. Ganz im Gegenteil. Ich lebe in Polen, ich arbeite in Polen und ich zahle auch in Polen meine Steuern. Das heißt, wenn es dem Land Polen wirtschaftlich besser geht, wird es auch mir automatisch wirtschaftlich besser gehen. Auf der anderen Seite bin ich aber Realist und ich mache jetzt mal eine ganz, ganz primitive Aussage. Könnt ihr euch vorstellen, dass es wirklich irgendwann so kommen wird, dass Deutsche nach Polen arbeiten kommen, weil der Lohn hier besser ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass
polnische Unternehmen sich in Deutschland breit machen, weil es für die dort günstiger ist, Produkte zu produzieren oder dort die Arbeitskraft günstiger ist wie in Polen. Für mich persönlich ist es in meinen Lebzeiten sehr schwer, sich das vorzustellen. Eure Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt mir das doch mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses schon lange Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!